Hallo Herr Becks, Sie sind ja bei der Oase GmbH für die Produktentwicklung zuständig und haben in diesem Rahmen unser Softwareplaners bei Orchestra für Ihr Projektmanagement eingeführt. Können Sie sich bitte kurz vorstellen und auch Ihr Unternehmen kurz beschreiben? Mein Name ist Michael Becks und ich bin bei der Oase GmbH für die Produktentwicklung zuständig. Ich bin seit 2018 in dem Unternehmen und wir haben den Hauptsitz in Deutschland und wir produzieren für den Teichbereich und für den Aquaristikbereich Pumpen, Filter und alles, was man sich an Produkten in dem Bereich so vorstellen kann. Und wir haben auch eine eigene Sparte für den Bereich Professional, das heißt große Fontänenanlagen für Hotels, für Freizeitparks und so weiter. Sehr schön. Oase ist ein globales Unternehmen mit mehreren Standorten. Hat sich Orchestra hier bereits weiter verbreitet? Ja, wir sind aber mit dem Hauptstandort in Deutschland angefangen und haben dann auch alles am Anfang in Deutsch gemacht und haben, was die Schulung angeht und so weiter. Und rollen es jetzt nach und nach an die anderen Standorte in England, Italien, China und Amerika aus. Und wir machen aber alle Sachen, die wir in Orchestra eintragen, alle Textfelder und so weiter, sind generell in Englisch. Das heißt, wir versuchen die Mehrsprachigkeit nur in der Benutzeroberfläche zu nutzen und nicht bei den Inhalten. Weil dann können wir schneller die Kollegen austauschen oder einbinden von anderen Standorten. Okay. Gab es bei der Einführung von Orchestra auch kulturelle Widerstände? Also grundsätzlich ist es immer problematisch, wenn man was einführt, was mehr Aufwand kostet. Alles, was die Arbeit der Kollegen erleichtert, ist natürlich einfach einzuführen. Das funktioniert gut. Deswegen haben wir versucht, möglichst schnell den Projektstatus abzubilden, weil es dann für alle einfacher war, diese Dinge schnell zu sehen. Und jetzt bei der Ressourcenplanung und wo man mehr Zeit reinstecken muss, merkt man natürlich auch, dass es aufwendiger zu kommunizieren ist und die Kollegen zu überzeugen ist, dass sie entsprechend die Sachen pflegen. Nun gibt es ja bei Orchestra auch die Funktionalität, Ressourcenmanagement durchzuführen. Wie planen Sie Ihre Ressourcen in Orchestra und wie verwenden Sie dabei Orchestra? Und zwar ganz wichtig, dass wir für jeden, der in Orchestra als User angelegt wird, alle Ressourcen zu planen und alle Projekte zu planen. Das heißt, wir haben alle Projekttypen bei dieser Person in der Ressourcenplanung mit drin. Wir versuchen es am Anfang möglichst grob zu machen, weil die Ist-Zeitenerfassung erst nach und nach jetzt gemacht wird. Das heißt, wir haben in der Planung versucht, den Aufwand möglichst gering zu halten und fangen mit groben Daten an und verfeinern das nach und nach. Ja. Sie haben jetzt bereits längere Zeit Erfahrung mit Planers für Orchestra. Welche Lessons learned können Sie daraus ableiten und welchen würden Sie den künftigen Anwendern der Software mitgeben? Aus meiner Sicht ist es sehr wichtig, mit kleinen Schritten anzufangen, die Erwartungshaltung nicht allzu groß zu haben, dass man schnell Erfolge sehen kann, sondern versuchen, in kleinen Schritten möglichst viele Dinge nach und nach an den User auszurollen, der entsprechend dann auch Vorteile hat, dass er schnell einen Status sieht oder schnell sieht, in welche Projekte er eingebunden ist. Also in kleinen Schritten mit einer nicht allzu hohen Erwartungshaltung. Waren Sie da agil unterwegs? Ja, wir haben immer versucht, ein lauffähiges System dem Kunden oder dem Nutzer anzubieten und dann entsprechend nach und nach Funktionen hinzuzufügen. Also nicht in großen Schritten, sondern eher möglichst in kleinen Schritten. Das heißt, Sie würden eher den Pilotenansatz den Kunden ans Herz legen? Ja, wichtig ist es, wir haben die Produktentwicklung als Piloten verwendet, weil da die Kollegen die größte Erfahrung hatten, was Meilensteinprozesse angeht. Und im Organisationsbereich haben wir vorher keinen klar definierten Meilensteinprozess gehabt. Den haben wir jetzt im gleichen Projekt mit eingeführt. Und da ist der Aufwand natürlich viel höher, wenn noch kein Prozess entsprechend vorher vorbereitet ist. Ja. Vielen Dank, Herr Becks. Ich bedanke mich für das Interview. Gerne.